Der Schlüssel. Zur verborgenen Weisheit. Indem er seinen wahren Zweck im Leben erkennt, erreicht der Mensch Perfektion, Frieden, unbegrenzte Freude und die Fähigkeit, Zeit und Raum zu transzendieren. Noch während er in dieser Welt lebt. Kabbalah enthüllt. Willkommen zu einer weiteren Folge Kabbalah enthüllt. Ich bin Toni Kosinek. Letztes Mal sprachen wir über die Kraft der Entwicklung, das Fortschreiten der Verlangen und über die Art und Weise, wie uns die Wirklichkeit entlang der Entwicklungslinie vorantreibt. Wir sprachen über die Qualität als Definition der höheren Welt, den spirituellen Welten, über die Qualität als Definition der physischen Welt und was es bedeutet, wenn wir die spirituelle Welt als größere, jedoch vor uns verborgene wahrnehmen. Wir betrachteten den Fortschritt der Verlangen. Wir sahen, dass es 4 Kategorien des Verlangens gibt, die als physisch betrachtet werden, und dass diese gemäß des Schöpfungsgedankens, der darin besteht, ein Geschöpf zu erschaffen und ihm den vollständigen Genuss zu bereiten, in einer Hinsicht entwickelt werden müssen, die der Schöpfer herrlich findet. Da ist jeder Ausdruck von Entwicklung des Schöpfungsgedankens durch Mangel und Füllung gekennzeichnet. Wir sahen, wie die Wünsche sich von einfachen Verlangen, tierischen Verlangen nach Sex, Obdach, Nahrung und Familie aus weiterbilden. Und wenn diese gesättigt wurden, wir zu größeren Verlangen voranschreiten, wie das Verlangen nach Wohlstand, welches eine Aufsummierung der vorangehenden darstellt. Wenn auch dieses Verlangen sich für uns leer anfühlt, weil wir immer noch spüren, dass uns etwas antreibt, etwas, das uns nach vorne treibt, so empfinden wir dies als eine Art Geschmack, als etwas, was wir besitzen müssen, nach welchem wir streben. Und das, wenn wir es einmal haben, seinen Geschmack verloren hat. Aber das ist die Kraft der Entwicklung, die uns antreibt. Vom Wohlstand streben wir nach Ruhm und Macht. Dies einmal gefüllt, werden wir von unserer Lehre zum Wissen getrieben. Und wenn wir schließlich Wissen als leer empfinden, finden wir uns selbst in einer irreführenden Situation vor, in der uns nichts in dieser Welt befriedigen kann. Wenn wir uns erinnern, ist dies der Punkt, an dem ein vollständig neues Niveau der Entwicklung für uns greifbar wird. Wenn dieses spezielle Verlangen des Spirituellen in das Herz eindringt, welches aus Qualitäten des Willens zu schenken besteht, verändert dies alles innerhalb eines menschlichen Herzens. Das Herz des Menschen, wenn wir diesen Begriff Herz in der Kabbalah hören, beschreibt er die vollständige Summe aller Verlangen eines Menschen. Und dieses Herz wird immer noch mit Verlangen gefüllt, die aus der physischen Welt stammen. Es sind immer noch die Dinge der Kategorien 1, 2, 3 und 4. Dieses Verlangen, welches nach dem Spirituellen strebt, wird Israel genannt. Nach den 2 hebräischen Wortteilen Yashar, was direkt zu bedeutet, und El, was Gott bedeutet. Ein Verlangen nach einer direkten Verbindung mit Gott. Die körperlichen Verlangen werden Nation genannt
oder die Nationen der Welt, mit anderen Worten, die Verlangen der physischen Welt. Bis zu diesem Punkt, zu dem uns die Kraft der Entwicklung hinbewegt, bis wir zu dem Punkt gelangen, an dem wir tatsächlich danach bedürfen, etwas zu empfinden, das über der physischen Welt liegt, geschieht alles auf unbewusste Art. Von nun an muss es jedoch in bewusster Weise erfolgen, denn dieser Punkt im Herzen ist ein spirituelles Gen. Er gleicht einem Embryo der Seele. Die Seele ist eine Art Verlangen und muss gefüllt werden. Das Herz muss mit diesem Verlangen gefüllt werden. Es muss ungeachtet aller körperlichen Verlangen gefüllt werden. In anderen Worten müssen alle unsere Verlangen einer Transformation unterzogen werden, einer Korrektur. Und durch die Korrektur dieser Verlangen kann das Verlangen nach dem Schöpfer erfüllt werden. Warum ist das so? In unserem Ursprungszustand, an der Wurzel unserer Seele, sind wir mit dem Schöpfer verbunden als der Schöpfer und das Geschöpf. Tatsächlich sind es die einzigen zwei Dinge, die existieren, der Schöpfer und das Geschöpf. Und hier sind wir an den Schöpfer angeheftet, wie ein Seiendes, als ein verbundenes Geschöpf. Aber wegen des Schöpfungsgedankens, der darin besteht, ein Geschöpf zu erschaffen und es mit Genuss zu erfüllen, war dies nur ein Startschuss. Es war der Beginn eines Systems. Und die Qualität des Geschöpfes, welche im Willen zu empfangen sich ausdrückt, begann damit, sich absichtsvoll auszudehnen, und als Ergebnis der Ausdehnung dieser Qualität, dieses Verlangens für mich selbst alleine zu empfangen, erwuchs eine größere Abweichung zwischen der Qualität des Schöpfers, die im Schenken besteht, und der Qualität des Geschöpfes, welches im Empfangen besteht. Als diese egoistische Absicht sich ausdehnte, stieg das erste Geschöpf, das ganzheitliche Geschöpf, die kollektive Seele, Adam Harishon, erster Mensch. Diese kollektive Seele stieg hinab durch das System der Welten über 125 Stufen hin zu immer größerem Egoismus, bis die Seele einen Punkt erreichte, an dem sie abgetrennt wurde in etwas, was als physisch erscheint. Das bedeutet, dass die kollektive Seele in 600.000 Teile zersprang, von welchen jedes ein Teil des Ursprünglichen beinhaltet. Jedes Teil ein Verlangen. Da dies nun ein Prozess ist, und es ist nur der halbe, dieser zerbrochene und zerschmetterte Aspekt der kollektiven Seele, in dem wir gegenseitige Isolation empfinden, Trennung untereinander, eine Art Antagonismus gegenüber jedermann, ein Verlangen, uns gegenseitig auszubeuten und eine Erfahrung einer physischen Welt, an dieser halben Wegstrecke, die einer Korrektur unterworfen wird. Es führt zu einer Rückkehr durch dieses System der Welten zurück zum Zustand der Anheftung an den Schöpfer. Jedoch kann dies nicht plötzlich geschehen. Daher wurde sie absichtsvoll in 600.000 Stücke zerbrochen. Jeder dieser Teile zerfällt wiederum in 613 Verlangen. Das bedeutet, jedes individuelle Verlangen in Adam Harishon besteht aus 613 Verlangen, die korrigiert werden können, da sie klein genug sind. Es verhält sich so, als teile man einen großen Schatz auf an viele Menschen, jedem eine Münze, in dem Wissen, dass jeder diese Anforderung erfüllen kann, die Qualität des Schenkens. In diesem Punkt im Herzen eines jeden kann vertraut werden, die Münze an ihren Bestimmungsort zurückzuführen und den Schatz insgesamt als Kollektiv zurückzuführen. Daher müssen im Punkt des Herzens eines Individuums, welcher das Verlangen nach Spiritualität zu empfinden beginnt, die Münze des Schatzes des Königs und weitere 612 andere Verlangen, die im Herzen existieren, Stück für Stück umgewandelt und neu zusammengesetzt werden, zu einem höheren Niveau der Qualität des Schöpfers und diesen Prozess umzukehren.
Die Sache ist folgende, dass dieser Rückkehrprozess der Korrektur, Tikkun, der Transformation, der Erfüllung des Schöpfungsgedankens gerade geschieht. Und jeder von uns, alle 600.000 Teile der kollektiven Seele sind aufgefordert, sich wieder zu verbinden und sich aus physischer, selbstbezogener Wahrnehmung und einer Welt des Leidens zu erheben, zurück zu einer vollständigen gegenseitigen Verbindung miteinander in einer Weise, dass wir das Ziel der Schöpfung erfüllen, welches darin besteht, uns mit dem Schöpfer zu verbinden und der vollständigen Füllung der größten, unbegrenzten Verlangen. Es geschieht gerade. Die Frage ist nur, geschieht es bewusst, mit unserem Einverständnis, oder werden wir gezwungen werden? Wir sehen, dass es ein Ziel gibt und das Ziel ist zugesichert. Aber es gibt zwei Wege zu diesem Ziel. Einer heißt der Weg des Leidens und der andere der Weg der Tora und Mitzvot. Der Weg des Leidens ist der, auf dem wir uns gerade befinden. Es ist nicht einmal wirklich ein Weg. Es ist das, was wir als langsamen, schleifenden Weg der Evolution der Menschheit wahrnehmen, was wir Geschichte nennen. Es ist eine Art Anhaftung an unsere Art der physischen Wahrnehmung, eine Eigenschaft, die einer Korrektur bedarf. Und als Ergebnis dieser unbewussten Teilnahme am Prozess der Entwicklung finden wir uns vorgetrieben von Ereignissen. Wir nehmen Katastrophen wahr, Tsunamis, Kriege. Wir machen unsere persönlichen Erfahrungen im Leben, Erfahrungen von Schmerzen, Leiden, die nur auf den Mangel an bewusster Teilnahme am Entwicklungsprozess der Verlangen und ihrer Korrektur zurückzuführen sind. Dieser Weg kann sich weiter fortsetzen und immer weiter. Eine Katastrophe. Erscheint einmal der Punkt im Herzen eines Menschen, so wird dies eine bewusste Entwicklung. Und dies ist der Weg der Tora und Mitzvot. Tora bedeutet Anleitung durch das Licht. Und Mitzvot bedeutet die Transformation der Qualität eines der 613 Verlangen von der Qualität seines egoistischen Ausdrucks zu einem altruistischen Ausdruck. Jedes Ereignis, das sich während unseres Lebens ereignet, ist tatsächlich eine Mitzvah. Eine Möglichkeit zur Transformation, die uns gegeben wird. Nun, wenn ich von Mitzvah spreche, meine ich nicht die physischen Gebote, bei denen man aufgefordert wird, bestimmte Dinge zu tun. Es gibt eine Liste dieser Dinge im Schulchan Aruch, in den Zusammenstellungen jüdischer Gesetze und so weiter. Tun Sie ruhig diese physischen Dinge. Ich sage nicht, unterlassen Sie diese physischen Handlungen als Jude. Was ich jedoch meine ist, dass es sich um eine innere Korrektur handelt, eine Korrektur der Verlangen. Was Sie auch tun, entweder als äußere gute Tat, ob als religiös motiviert gute Tat oder als etwas, was wir als etwas Gutes gegenüber jemand anderem betrachten. Sie können jegliche äußere Handlung tun, während sie mit Hass und Selbstbezogenheit gefüllt sind. Sie können nichts anhand der äußeren Handlung selbst bewerten. Wir sprechen von einer dieser 613 Verlangen, welche uns als Ereignis in unserem Leben beschert haben. Unsere vollständigen Lebenswege sind durch diesen Prozess der Entwicklung so angelegt, uns die Gelegenheit zu öffnen, etwas, was wir in einer gegebenen Situation zunächst als Verlangen zum Selbstgenuss erfahren, in eine altruistische Form zu transformieren und zu versuchen, zu verstehen, was der Gedanke der Schöpfung dahinter ist, des Schöpfers dahinter ist, der Gedanke hinter der mir gegebenen Situation, denn wie Sie sich erinnern, besteht die einzige Möglichkeit, sich im spirituellen Raum zu entwickeln, darin, die eigene innere Qualität zu verändern, die Qualität der Spiritualität, die man erreichen möchte, nachzubilden. Was ist es, was ich gemäß des neuen Verlangens wissen möchte? Dieses Verlangen geradewegs zum Schöpfer ist der Wunsch, den Schöpfer zu kennen. Ich möchte die direkte Wahrnehmung. Ich möchte in meinen Wünschen, in den mir widerfahrenen Dingen des Lebens, den Gedanken des einen erfahren, des Höheren, der höheren Ebene, welche mir diese perfekte, strukturierte Situation beschert, welche mir diese Gelegenheit gibt, wie ein Geburtstagsgeschenk, welches ich zunächst in dieser verfälschten Form entgegennehme und nachdem ich es analysiert und erkannt habe, erspüre, was sein Gedanke dahinter ist. Dies ist eine Mitzvah. Das ist Tikkun. Das ist Transformation.
Diese 125 Zustände, mit deren Hilfe wir von unserer Verbindung in der vollständigen Realität abgestiegen sind, hin zu einem Zustand der Getrenntheit als individuelle Menschen und Verlangen. Diese 125 Stufen werden vollständig durch diese 613 Mitzvot umfasst, sodass die Korrektur all dieser Transformationen das Individuum auf den Stufen der Leiter den ganzen Weg zurückführt. Ein weiteres Merkmal davon ist, dass jede Stufe des Abstiegs in uns als spirituelles Gen abgebildet ist. Jeder Punkt, an dem ein größerer Grad des Willens zu empfangen hinzugefügt wurde, wird von uns erinnert, wie Brotkrumen auf dem Weg. Das erste spirituelle Gen, der Punkt im Herzen, ist unser Zugang zum Aufstieg. Der Anker zu einer Kette spiritueller Gene, die Regimo genannt werden, Erinnerungen, für alle Geschehnisse in unserem Leben, die sich ereignen, die für uns eine Brücke bilden zwischen den 613 Transformationen des Willens zu empfangen und dem Willen, uns mit dem Schöpfer zu verbinden. Jedes Ereignis ist in einem perfekten Muster auf uns zugeschnitten, damit wir erkennen können, was für uns erforderlich ist zu tun. Nun geschieht die Handlung der Korrektur und Transformation dieses Tikkun nicht durch uns. Sie geschieht als Ergebnis unseres Verlangens nach Kontakt mit dem spirituellen Licht. Und als Ergebnis dieses Verlangens wird die Arbeit durch das Licht vollbracht. Es ist eine Handlung, die an uns durch das umgebende Licht geschieht. Der Zohar sagt, wenn ein Mensch zur eigenen Reinigung kommt, wird ihm Hilfe von oben gewährt. In anderen Worten, handelt es sich um Bedürfnisse, die das Ergebnis eines aus dem Bauch heraus entstehenden Verlangens sind, welches sich in den 4 körperlichen Bedürfnissen ausdrücken, die in ein immer größeres werdendes Verlangen transformiert werden, zu wissen, was Schenken wirklich bedeutet. Wir können dies nicht durch uns selbst erreichen. Diese Arbeit wird die Arbeit Gottes genannt, nicht weil wir wie eine Garnison netter Soldaten ausschwärmen, um die Aufträge Gottes zu erfüllen, sondern weil die Arbeit der Transformation, der Reinigung, Tikkun, die an uns durch das Licht geschieht, selbst die Folge eines sich ausdehnenden Verlangens ist. Seien Sie aber nicht irritiert durch das Wort Licht. Betrachten Sie es nicht als physisches etwas. Erinnern Sie sich, dass die Qualität der spirituellen Welt sich als Qualität von Eigenschaften darstellt. Es ist eine Qualität der Absichten, der Gefühlszustände. Wenn Sie den Kontrast zwischen Ihrer Absicht und der Absicht des Lichtes spüren wollen, dann können Sie nicht einfach ein Verlangen haben und dieses direkt durch irgendeine Art von Genuss erfüllt bekommen, wie dies gemeinhin in der physischen Welt geschieht. Um den Unterschied zwischen unserem Zustand und dem des Lichtes zu erfahren, zwischen meiner Absicht und der Absicht des Lichtes, ist es erforderlich, über einen Sensor zu verfügen, ein Organ, welches das Licht empfinden kann. Und dieses Wahrnehmungsorgan muss eine Absicht sein. Es wird Schirm genannt. Dies ist es, was wir in unserer letzten Sendung als zusätzlichen Sinn bezeichnet haben, den 6. Sinn. Der Schirm arbeitet wie ein Resonanzkörper, ein Kontrastpunkt zwischen dem Verlangen, welches dies aussendet, und dem Licht. Anstatt es direkt eintreten zu lassen, trifft es auf den Schirm und vermittelt die Wahrnehmung eines Unterschiedes zwischen hier, dem Kli, und dort, dem Licht. Und dieser Schirm, oder Massach, das ist das Werkzeug.
Dies ist die Art und Weise, wie wir den Willen zu empfangen, der unser Material darstellt, das einzige, mit dem wir umgehen können, in etwas völlig anderes verwandeln können. Wir können nur in dem Maße damit anfangen, das Licht zu empfangen und zu empfinden, wie unsere Absichten mit denen der spirituellen Welt übereinstimmen. Wir werden darüber später mehr sagen. Aber was geschieht, wenn dies tatsächlich auftritt? Wenn die Absicht hier drinnen, im Schirm, mit der des Lichtes übereinstimmt? Dies wird ein korrigiertes Verlangen genannt. Und dieser Kontrast erzeugt in uns die Notwendigkeit, das richtige Bedürfnis, ein spezielles Verlangen. Er erzeugt einen Mangel in einer bestimmten Richtung. Er lässt uns das empfinden, was wir nicht haben, und das ist die Wahrnehmung des Lichtes, des Gedankens, die Absicht hinter dem Licht. Und das bewegt uns in die gewollte Richtung zunehmender Korrektur. Jedes Mal, wenn ein Verlangen aus seinem unfertigen Zustand in den vollkommenen überführt wird, eine Transformation des Willens zu empfangen, in den Willen zu schenken, bringt uns das in Berührung mit der Ewigkeit. Es verbindet uns zunehmend mit dem Gedanken hinter dem ganzen Prozess. Dies geschieht nicht nur für dieses spezielle Verlangen oder für ein Individuum, sondern als Ergebnis der Verbindung, der gegenseitigen Vernetzung aller in Adam Harishon, der Teil der Person 1, dieses Verlangen in der Person 1, wie ein Hologramm, wird in jedem der anderen Verlangen korrigiert und verbindet wieder alle miteinander. Somit erhebt sich nicht nur die Person, welche sich der Korrektur stellt, sondern ihre ganze Umgebung, sodass unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit, der Grund, warum Dinge geschehen, der Gedanke hinter dem allem, ob nun gute Dinge geschehen oder nicht, sich verändert. Ein Mensch kann dann die volle Wohlgesonnenheit hinter der Führung des Gesamtsystems erkennen und wird nicht länger durch physische Ideen über Gut und Böse getäuscht. Diese Wahrnehmung der Liebe hinter dem Prozess ist tatsächlich das, was Erleuchtung bedeutet. Jetzt sehen wir, wie uns gute und schlechte Ereignisse umgeben. Dinge, von denen wir möchten, dass sie geschehen mögen, und Dinge, von denen wir nicht möchten, dass sie geschehen. Die Empfindung, dass wir etwas richtig oder falsch machen, dass wir wegen einer bestimmten Handlung bestraft werden, dass da eine gute und böse Kraft in der Wirklichkeit herrscht. Nun, das ist nicht die Wirklichkeit. Es ist lediglich die Art und Weise, wie sich alles unserem Willen zu empfangen darstellt. Und Erleuchtung bedeutet, dass wir trotz aller Erscheinungen sehen, welcher vereinigender Gedanke sich hinter allem verbirgt. Besuchen Sie uns das nächste Mal und wir werden uns die Kraft der Entwicklung anschauen, den Grund für das Leiden und wie wir uns darüber erheben können.